Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Penumbra Overtüre. Ja. So ein mieses Wichsvieh ist uns auf den Fersen. Möchte eigentlich nicht sterben, wenn es sich vermeiden lässt. Lass mich mal kurz was probieren. Ich möchte jetzt nicht sterben. Vor allen Dingen, weil ich Angst habe. Wenn man Angst hat und man stirbt. Das Vieh hat sich angehört, das war direkt vor mir gewesen. Ich verteidigen muss. Kann mir das helfen? Vor allen Dingen, es bietet Sichtschutz. Hoffe ich. Ich würde gern wissen, wo das Vieh ist. Nein, es ist irgendwo in der Nähe. Shit, ich sehe es nicht. Langsam aber sicherer Rückzug. Nein. Stell das möglichst hier in der Mitte hin, falls ich ihm doch entkommen kann irgendwie. Außerdem scheint das ziemlich die Hälfte der Mine zu sein. Ich glaube, ich habe es hinter mir gelassen, halbwegs. Das Vieh. Hinten schaut gut aus. Da hinten schaue ich lieber nicht zurück. Da ist wieder so ein Fass, was mir helfen kann. Ja, wenn ich mich selbst verteidigen muss. Storage Room, genau, da wollen wir hin. Was ist das? Nur Scheiße, aber ist ein Hiding Spot. Alter. Ich will mich nicht hiden müssen. Ich weiß, ich werde es müssen, aber... Okay. Ich wette, der Storage Room wird jetzt auch ein bisschen größer sein. Okay. Ladebildschirme sind immer nice, weil das ist meistens ein Speicherpunkt. Ich hoffe, ich kann mich hier halbwegs gut bewegen. Rims of Wiring, also... Kabel. Salat. Was ist das? Nein. Ah nein, nicht das, was ist das hier? Ein Zippo-Leiter, aber er ist leer. Ich gehe sicher nicht durch die Mitte. Was sind das für... This shows some kind of trapdoor, but I can't see where it would be. Sekunde. Also, es sind Steine in der Bockkiste und dann ist eine Leiter. Okay, ich merke mal das ja hoffentlich einfach mal. Okay. Richtig alte Farbkanister, die Farbe ist schon längst trocken. Oder eingetrocknet. Alter. Nein! Das ist jetzt schlecht, falls mich irgendwas verfolgt. Was ist das? Irgendwas war doch da gerade zum Anschauen. Frontier. Was? Oh, diese...
Die Kiste ist doch eine Falle, oder was? Schauen wir das hier nochmal ein bisschen genauer an. Okay, eine Kiste mit Steinen. Alter, what the fuck geht da? Okay. Irgendwo eine Leiter. Ist das ein Stolperdraht oder schlampige Texturen? Ich hoffe mal, es ist schlampige Texturen. Okay, hier ist eine Wand, das ist gut. Was ist das? Painkillers und Battery. Brauchen wir Painkillers? Okay. Nee, brauchen wir nicht. Was ist das? Schon wieder so ein Ding wahrscheinlich. Wahrscheinlich beschwert das die Monster hervor. Das war anders, aber doch ähnlich wie letztes Mal. Ich hatte mehr Kontrolle, aber über was? Ja, ich weiß ja gar nicht, was passiert, wenn wir das anmachen. Oh Gott, diese Veränderungen. Wahrscheinlich muss ich am Ende da mit diesen Dingern irgendwas machen. Okay. Das hilft gar nicht. Das macht es eher noch schlimmer. Das ist jetzt schlecht. Okay, locked. Das ist gut. That does not... Das... Was? Hä? Keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht schnell genug gelesen. Aber... Mach mal to do. There's a locked door with an odd noise. Odd noise. Ja, und zwar sehr odd. Und hier sind Stiefel. Locked. Okay, das ist schlecht. Was ist das hier? Viel Paperboxes mit rostigen Nägeln. Das heißt, hier gibt's nichts, oder was? What the fuck? Ist das ein Werwolf? Oder sowas in die Richtung? Nochmal das angreifen. Vielleicht bekomme ich da jetzt einen Text. Nee, ist gar nichts. Ich gewöhne mich nie dran. Aber hier ist auch nichts, oder? Wobei doch, es war doch irgendwie die Kiste minus die Steine. Oder sowas in die Richtung zumindest. Und dann irgendeine Leiter. Oh! Was ist das? Okay, muss in irgendeine Art Kellergewölbe führen. Gut, also wir haben jetzt die Wahl, Regen oder Traufe. Entweder wir gehen jetzt da wieder raus in diese Mine oder wir gehen da jetzt runter. Ihr macht da mal auf. Oh Gott. Nein, oh Gott. Ja, Gott. Los. Nein. Okay, das ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Nein. Hä? So. Ich dachte gerade, da steht jemand. Okay. Okay. Hat die Leiter da weggemacht. Ah. Das ist natürlich schlecht, aber... Ich wüsste jetzt auch nicht, ob und wenn ja, wo wir hier noch hin könnten. Deshalb... Was? Nein. Okay. Gott, hör auf. Was ist das? Basement cave to some years ago, sometimes tunnel through the most... Christ, was für eine Kreatur macht diese Markierungen? Ich möchte nicht wissen. Spinnen und enge Räume.
Ich mag da nicht durch, aber... I don't know if I can go through with this. I think... Heißt es, ich würde sterben? Nein! Bitte sagt, ihr habt Angst vor Licht. Oh. Hier ist die Leiter. Ich nehme mir die mal und verpiss mich. Solange ich noch kann. So, und jetzt werden wir die hier hoffentlich anbringen können. Nice. Jetzt können wir zurück, falls wir wollen. Mir ist aber ganz ehrlich lieber, hier ein paar Spinnchen zu haben, als da oben dieses Wolfskreaturen-Ding. Erstmal rechts. Was ist das? Luckily it's mummified or else the smell would have been off. Okay, das ist eine mumifizierte Ein mumifizierter Hund. Shit, ein Labyrinth. Gott. Ist das? Alte Sachen. Gut, was zum Lesen, kurz entspannen. Tag 1. I begin this record still in the hope that the great work we have undertaken here might one day be a scientific value, despite the chaos which has ensued the 6 hours previously. My aim is to remain secure until what help there maybe arrives. And to that end I have barricaded myself into a small workshop area in the abandoned part of the mine. Da waren wir ja schon. I hope that the meager food rations are here will help me. Will keep me alive, and that those I hide from will not jeopardize that. Perhaps this mine really is cursed. It's almost precisely 30 years since the incident that brought us here. And now, 30 years on, fate has struck again. Alle 30 Jahre. Unser Vater ist seit 30 Jahren vermisst. Scheiße. Day 3. I forecasted that today the rescue crews would arrive, but I can only hypothesize that they would be unaware of my location and hence busy themselves evacuating the other survivors. If they have not arrived by tomorrow, I will go out in search of them. Day 6. My first mistake was to make assumptions on the matter of rescue. My second mistake was to make assumptions on the safety of this mine. My third mistake was to act on both those assumptions in going outside of my safe haven. My best estimate is that I left the workshop where I was secured about 2 days ago in search of aid, and I have found only danger. I approached the old living quarters, but cautiously, could find no sign of life whatsoever. I returned in what I thought was the direction from which I had come, but soon found myself in an unfamiliar locale. Confused but focused, I attempted to make my way home, but found myself threatened by some species of feral creature, which seems to have made this old mine its home. Das ist wahrscheinlich dieses Wolfsviech, was wir kennen. Oder schon gesehen haben, kurz aber nur. Although the specimen bore a significant interest to me, I chose to retreat, only to find myself outmaneuvered and outnumbered by the beasts. Mehrere? I turned and ran, injuring my ankle in the process, which I believe now is most likely a sprain rather than a fracture. For some time I was cowed and fled into the dark, but a few hours ago I discovered a door leading to a small
disused part of the mine, the key for which I still have in my pocket. Within that area I discovered this storeroom, and I think I should keep my safe for some... It should keep me safe for some time. This place is a maze. My lesson learned. I will not venture out again until I am certain the area is safe. Day 19. Rescue seems increasingly unrealistic. Supplies diminishing. Lots of spiders in this place. I do not like spiders. Day 33. I caught one of the accursed 8-legged beasts nestling in my open mouth when I woke up this morning. In my surprise, I swallowed it. It's not so much the act of swallowing which concerns me, but the genuine of arachnid. It would be unlikely that a cave-dwelling spider would be venomous and to any significant degree, but the possibility troubles me all the same. Day 53. Yeah, 53. Any known venom would have affected me by now, and so today is the first minor because of the celebration I have had since the incident. By a lucky coincidence, this revelation also means that I have discovered that a virtually inexhaustible supply of nutrition. Okay. I intend to venture into the basement beneath this storeroom in the name of science to discover more about these creatures' natural habitat. Day 50. For 4 days now I have been surviving solely off the quite considerable sustenance provided by the spiders. For some time I was struggling to gather enough of the crunchy little morsels. However, Lady Luck smiled on me once more when the batteries in my torch died and I made a second life-saving fire. And I made a second life-saving finding. The creature's natural habitat is the dark. With my light now diminished, I need only lie still for a few minutes and I will have attracted enough of the beasts for a rather healthy meal. Okay, die mögen kein Licht, das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wenn ich immer schon mein Licht bei mir trage, a steam cold blister fresh from bone, I know I've seen it happen. Das heißt, wir können da nicht lang, glaube ich. Von wo sind wir gekommen? Ah, von hier. Okay, dann... Okay. Okay. Hier ist noch ein... Was ist das? If it weren't for the size of the piece, I would say it looks like an eggshell. Was ein... Ei? Riesenspinnen. Okay, es geht weiter. Day 71. Diese Folge besteht fast nur aus Vorlesen. Day 71. My early assumptions on the benign nature of my cellmates may have been made in error. After a careful autopsy, I am concerned that there may be a small volume of natural chemicals stored in the stomach which, if ingested regularly over a period of time, may become psychotropic or even lethal. My only real chance is to break out of here and raid again any stashes of supplies I can find. However, the evidence against such a move is insurmountable. Okay, can you not? First, I have no source of light. Second, I swore to myself I wouldn't leave until I heard human voices outside. Third, the spiders are so tasty. Day 100. From the marks I have been marking on the walls and my scribbled diary entries, which in the dark may amount to an illegible scrawl, today is the 100th day of my new life.
Over the past month, my edible friends have become more and more aggressive and have swelled in number and size. Whether or not this is a result of my plundering their ecosystem, I am unsure. However, at this rate of growth, they will soon be able too large to crawl through the gasps in the walls. For all I know, I could only be seeing the tip of the iceberg. If all fails and I am never recovered, I hope at least that my study of, and indeed involvement with, these fascinating creatures will one day be regarded as an important point in natural history. The greatest names in modern science got there more through luck than talent, and it appears that this rule has extended into my discovery of this delicious new species. I only pray that the second rule deems my breakthrough too insignificant, for all great discoveries tend to consume their inventor. Okay. Das heißt, es wird schlimmer. Was? Nein. Nicht cool. Okay, ich bin hier wieder irgendwo. Finally, this must be all that's left of the basement storage. Das lag. Okay, das Schloss schaut sehr verblasst aus. Can't open it with that lock intact. Okay, aber ich kann es wahrscheinlich zerbrechen. Was ist das hier? Hä? Ist das wichtig? Keine Ahnung. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Und wie immer sollte es jetzt vielleicht 1 oder 2 Tage keinen Part geben. Liegt es nicht daran, dass ich vergessen habe aufzunehmen, sondern es liegt daran, dass ich nicht mehr als 2 oder 3 Folgen von dem Projekt hier am Stück aufnehmen kann, ohne dass ich geistig schon richtig am Arsch bin und in allem Schatten sehe. Vor allen Dingen, weil ich nehme das hier in einem vollkommen dunklen Raum auf und ich bin ja ein Angsthase, von daher... Ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Penumbra. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.